Herzlich willkommen im Filoro TV-Studio. Mein Name ist Martin Krieger und schön, dass Sie wieder dabei sind. Haben Sie vielleicht noch alte Ketten und Ringe herumliegen oder vielleicht sogar ein Kettchen aus der Kindheit von der Firmung? Und herumliegen bedeutet, man trägt es nicht mehr. Aber was kann man jetzt machen? Lässt man es weiter verstauben und herumliegen oder man kann es auch zu Geld machen? Wie das genau funktioniert, wie Sie Ihr Altgold zu Geld machen können, darüber unterhalten wir uns heute in diesem Video. Und dazu habe ich mir einen absoluten Fachexperten von Filoro eingeladen, nämlich Markus Beyer, wie schon bekannt aus dem Filoro Individualvideo. Herzlich willkommen wieder bei uns. Hallo Martin, schön wieder da zu sein. Markus, gleich meine erste Frage. Was bedeutet überhaupt Altgold? Was kann ich zu Geld machen? Auch Silber? Altgold ist der Überbegriff bei uns für alle alten Metalle, die uns zum Verkauf angeboten werden. Altgold, Altsilber, aber auch Palladium oder Platin. Altes Gold, verhält sich das so wie alter Wein? Ist altes Gold mehr wert als neues? Gold hat immer einen gleichbleibenden Wert. Ob das jetzt 100 Jahre alt ist oder frisch aus der Scheideanstalt, der eigentliche Feingoldanteil ist immer gleich viel wert. Also es geht hierbei mehr darum, was drinnen steckt. Was steckt drin, wie viel Gramm Gold sind im Schmuckstück enthalten. Wie bestimmt man dann hier den korrekten Preis? Also Stichwort Legierungen oder auch historische Sammlermünzen. Da gibt es ja sicherlich Unterschiede. Na, die historischen Sammlermünzen würde ich jetzt im Thema Altgold gesondert behandelt sehen, weil hier haben wir ja nicht nur den Goldwert an sich, sondern wir haben, wie du es gesagt hast, den historischen Wert, den Sammlerwert, der um ein Vielfaches höher sein kann als der eigentliche Edelmetallwert des Stückes. Und wie prüfen wir das bei Filoro? Also welche technischen Möglichkeiten gibt es? Wir haben hier einiges aufgebaut, du hast einiges mitgebracht auf der langen Reise. Vielleicht kannst du mal kurz erklären und uns einen Überblick verschaffen. Ich habe mal verschiedene Geräte mitgebracht, auch, sage ich mal, eine mechanische Methode, wie man sie auch bei kleinen Goldankäufern oft noch findet, die bei uns aber gar nicht so zum Tragen kommt, auch nur ganz selten eingesetzt wird. Das ist der Säuretest. Stichwort Mitarbeiterschutz. Auch, Mitarbeiterschutz. Durch die Säure, durch die Dämpfe. Genau. Es ist auch nicht so exakt von der Bestimmung her. Okay. Und Filoro legt als Ankäufer gesonderten Wert darauf, den wirklichen Feingehalt anzukaufen und nicht nur ein grobes Etwas, was die Säure hergeben kann. Also hier kann ich nur sagen, das ist jetzt grob 585er Gold, grob 750er Gold. Ja. Aber ich kann es nicht genau bestimmen. Ich kann es nicht genau bestimmen. Okay. Genau. Dafür für die genaue Bestimmung, glaube ich, ist dieses Gerät hier. Genau, Röntgenfluoreszenzgerät. Wie war der Name? Entschuldigung? Röntgenfluoreszenzanalysegerät. Ein Zungenbrecher. Okay, So wir kürzen das, glaube ich, bei uns ab mit RFA. Genau, wir sagen kurz und knapp RFA, das macht es leichter. Steht in jeder Filiale. Steht in jeder Filiale. Okay. Und wie funktioniert das? Also mit Röntgenstrahlung? Genau, da innen drin ist eine Röntgenröhre, die regt das zu prüfte Stück an. Also man legt es hinein? Man legt es hinein, man macht es auf, das Stück wird hineingelegt, man schließt die Klappe. Es ist also vollkommen sicher auch, also für den Mitarbeiter und auch für den Kunden vor Ort. Und dann wird die Fluoreszenz des zu prüfenden Stückes angeregt. Die Analyse-Software innen drin erkennt dann die einzelnen Bestandteile des Schmuckstückes und kann dann sagen, da sind 520 Teile Gold drin, 120 Teile Silber, bisschen Kupfer, eventuell auch Platin oder Palladium. Gerade bei Zahnlegierungen ist das ja oftmals mit Platin oder Palladium noch zulegiert. Und das können wir dann dem Kunden halt dann auch dementsprechend auszahlen. Ah ja, was ist das für ein Stift hier, den du hier liegen hast? Ist das ein Stift? Das ist ein Diamantprüfgerät. Das heißt, wenn ich natürlich mit einem Schmuckstück komme, wo ein Diamant enthalten ist, dann prüfen wir das auch. Das prüfen wir auf jeden Fall, ob der Diamant einen entsprechenden Wert hat, den man dem Kunden dann halt wiedergeben kann. Also wir zahlen nicht den Wert des Steines aus, aber wir fassen den Stein aus und geben ihn dem Kunden wieder mit. Weil wir ja nur das Edelmetall zurücknehmen. Okay. Das heißt, wir nehmen dann einfach den Ring und prüfen, ob da ein Diamant drauf ist. Du hast hier auch eine sehr interessante Lupe. Wir haben uns vorher schon darüber unterhalten. Da prüft man die wirklichen Prägungen auf der Münze selbst, weil die auch teilweise nachgemacht werden. Und so kann man auch überprüfen, ob diese Münze die Echtheit hat von den Prägungen her. Genau, vollkommen richtig. Also wir nutzen das zum Überprüfen von den Prägungen von den Münzen. Passt denn der Wert der Münze oder
ist denn diese Münze wirklich ein Original oder ist es vielleicht eine Nachprägung? Kommt immer wieder mal vor, dass auch eine Nachprägung im Umlauf ist, die dann dementsprechend aus dem Verkehr gezogen werden muss auch. Verstehe. Ja. Und zu guter Letzt, was haben wir hier noch stehen? Das ist unser Leitfähigkeitsmessgerät, mit dem wir die Münzen schnell prüfen können auf Echtheit bezogen auf den Edelmetallanteil. Ah, okay. Okay. Und du hast es vorher schon erwähnt, im Schmuckstück können natürlich verschiedenste Metalle enthalten sein, von Weißmetallen wie Platin, Palladium bis hin zu Gold. Wie trennt man dann diese Metalle auf? Das passiert in der Scheiderei. Okay. Deswegen auch Deswegen Scheideanstalt. Okay, ja. Die werden dann entsprechend aufbereitet, in Säure aufgelöst, neu verschmolzen. Und was passiert mit den anderen Metallen? Die haben ja auch einen gewissen Wert, bekommt der Kunde auch ausbezahlt? Sofern es Edelmetalle sind, ja. Also wir zahlen Silber aus, wir zahlen Gold aus, wir zahlen Platin und Palladium aus. Also nicht nur den Goldanteil, nicht nur den Goldanteil, sondern wir geben alle enthaltenen Edelmetalle zurück. In unserem eigenen Ankaufszentrum in Berlin gibt es ja den ganzen Schmelzprozess abgebildet und dazu gibt es auch ein eigenes Video, was wir uns vielleicht gemeinsam kurz anschauen können. Sehr gern. Und du kannst es ja kurz kommentieren. Genau, da betritt man das Ankaufszentrum mit Empfang, Ankaufszimmer geleitet. Und da findet dann der eigentliche Ankaufsprozess statt, wo auch diese Geräte, wie wir sie hier auf dem Tresen sehen, zur Verfügung stehen. Und hier sind wir im Schmelzraum, in dem wir dann angekaufte Ware oder auch größere Mengen an Ware, die zum Ankauf stehen, zusammenschmelzen können. Homogenisieren nennt man das. Zur besseren Analyse und Wertbestimmung auch nochmal von großen Positionen. Ah, okay. Abgelöscht, ist doch sehr heiß. Die Schlacke, die beim Schmelzen auf dem Barren geblieben ist. Und da ist der Schmelzbarren fertig. Und den kann man jetzt dementsprechend nochmal genau analysieren und dem Kunden auszahlen dann auch. Wenn er so eine große Menge hatte, dass es sich lohnt, einen Barren daraus zu schmelzen. Okay, und da gibt es dann halt die unterschiedlichen Metalle, die dann definiert werden können, auch im Gramm und dann auch im Wert. Und das bekommt der Kunde dann auch ausbezahlt. Das heißt, ich komme mit meinem ganzen Schmuck zu Filoro und sehe dann eigentlich die Prüfung durch das jeweilige Gerät. Das wird nicht im Hinterzimmer gemacht, sondern das wird vor dem Kunden gemacht mit dessen Einverständniserklärung, dass das alles so rechtens ist, wie wir das machen. Auch von seiner Seite aus, dass es sein Schmuck ist, muss er natürlich auch bestätigen können. Ja, und dann kann er in Wahrheit den Gegenwert in Bar bzw. Überweisung? Beides möglich. Okay. Sowohl Bar als auch als Überweisung. Letzter Punkt, das wurde ich letzte Woche sogar gefragt, wie ich dann selbst auch erkenne, wie viel Wert möglicherweise mein Schmuck hat. Da gibt es eine Punzierung, das ist ein sogenannter Stempel, habe ich mir sagen lassen. Ich kann zu Hause schon mal schauen, was ist denn mein Schmuck ungefähr wert. Ich habe eine kleine Küchenwaage, ist ja in den meisten Haushalten vorhanden. Ich habe den Schmuck und dann schaue ich mal, wo ist denn die Punze, die Feingehaltsangabe am Schmuckstück. Bei Ringen ist es innen drin, bei einer Kette oder beim Armband ist es meistens am Verschluss. Okay. Da muss man ein bisschen gucken, ein bisschen suchen. Meistens findet man es. Gute Augen haben. Gute Augen haben oder eine Lupe zur Hand, so wie wir hier auch. Ja. Und dann schaut man sich das an und dann kann man sich das schon mal ausrechnen. Zum Beispiel, ich habe jetzt eine Kette mit 750 Gramm, wir machen es mal einfach, die wiegt mit 750er Feingehalt, die wiegt 10 Gramm, die lege ich auf die Küchenwaage, habe das ermittelt und dann gehe ich bei Filoro auf die Homepage und schaue mir an, was ich zum Beispiel für 10 Gramm 750er aktuell von Filoro bekomme. Mit dem aktuellen Goldpreis, der alle 3 Minuten dem Markt angepasst wird. Und dann stecke ich das Ganze auch noch in so eine Box hinein und kann es direkt an Filoro schicken. Das ist die bequemste Art und Weise. Oder ich komme natürlich. Oder man kommt in die Filiale und lässt es sich dementsprechend. Markus, vielen Dank, dass du heute hier warst, dass du uns einen Einblick gegeben hast, mit welchen technischen Möglichkeiten wir hier Ihr Altgold, den Wert Ihres Altgolds bestimmen können. Wir sehen uns sicherlich bald wieder in einem unserer nächsten Videos. Und Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Dabeisein, für Ihre Zeit. Wenn Sie Fragen haben zu Altgold, Gold, Edelmetallen, dann können Sie uns jederzeit eine E-Mail schreiben an tvstudio@filoro.com oder Sie stellen die Frage einfach unter diesem Video. Und wenn Ihnen das Video auch noch gefallen hat, wir freuen uns über ein Like und Sie können es gerne mit Ihren Freunden auch teilen. Bis zum nächsten
Video aus dem Filoro TV Studio wünsche ich Ihnen wie immer eine goldene Zeit.